Ein Weihnachtsbaum ganz im Stil von Portal. Warum, fragt ihr euch? Warum nicht? Hi, ich bin Felix und das hier ist dann ja doch mal ein etwas anderes Video, als man es hier sonst bei mir auf dem Kanal gewohnt ist. Wir hatten letztes Jahr bei uns im Büro einen wunderschönen Weihnachtsbaum. Ja, der war natürlich ganz traditionell mit Lichtern geschmückt. Und dann haben wir eigentlich so ziemlich alles genommen, was im Büro nicht nied- und nagelfest ist und haben das auf den Baum raufgelegt, rangehängt, wie auch immer. Da war eine riesen Spinne letztendlich mit drauf, so ein Plüschtier. Es war ganz wunderbar und wir haben viele Scherze gemacht. Wir bräuchten doch eigentlich mal so einen Portal-Weihnachtsbaum hier bei uns. Ja, eine Gruppe von Softwareentwicklern, alles Nerds, klischeemäßig muss da ein Portal-Weihnachtsbaum hin. Ja, der war eigentlich für dieses Jahr eingeplant. Nur hat sich dieses Jahr ein bisschen alles entwickelt. Seit März sind wir alle im Homeoffice. Dann ist natürlich auch im Büro nichts mit Weihnachtsbaum. Tja, und jetzt ist er dann halt bei mir hier im Wohnzimmer gelandet, in dem Sinne Tabi for Life. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal ganz kurz, wie ich diesen Baum eigentlich zusammengebastelt habe. Alles, was wir brauchen, sind 2 Holzplatten, ein bisschen Holzlasur, 2 Lichtschläuche, jede Menge Stromkabel, noch mehr Tannenbaumlichter, Weihnachtsbaumschmuck, Haken, Aluprofile und Blenden, einiges an Dübeln, Schrauben, bisschen Befestigungszeug und noch mehr Schrauben und natürlich ein Weihnachtsbaum. Kommen wir jetzt aber vielleicht mal so zu ein paar Fazitworten hier zu dem Projekt. Ne? Also grundsätzlich hat mir das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das ganze Ding zusammenzubasteln. Es ist auch viel Neues dabei, was ich selbst so noch nie großartig gemacht habe. Ja, ein Kreisausägen aus dem Holzbrett habe ich persönlich noch nie gemacht. Klingt für den einen jetzt vielleicht total einfach. Ist es in der Theorie auch, aber das Ganze dann auch nicht wieder sauber hinzukriegen, ist dann schon ein bisschen schwierig. Und insofern, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da kann ich noch deutlich besser mit werden. Ich habe dann zum Beispiel auch gemerkt, dass sich Aluleisten wunderbar mit einer Stichsäge sägen lassen. Richtiges Sägeblatt natürlich vorausgesetzt. Aber dass das Ganze auch sehr schnell ziemlich wackelig werden kann und sich dann natürlich die Leiste auch komplett verbiegt. Gut,
Ist jetzt bei mir auf der Rückseite, insofern, das fällt nicht wirklich auf, wenn man von vorne drauf guckt, aber jetzt wisst ihr es trotzdem. Auf jeden Fall war es meiner Meinung nach eine gute Entscheidung, diese Profile letztendlich auch noch mit zu kaufen und mit an den Holzplatten mit zu befestigen. Dadurch ist das Licht dann insgesamt noch mal ein bisschen weicher mit geworden, sieht nicht mehr ganz so punktuell aus. Ist es zwar irgendwo immer noch, ja, es ist nicht super gleichmäßig, dafür bräuchte man wahrscheinlich mehr LEDs letztendlich dahinter oder dann auch mehr Distanz zwischen dem Milchglasplastik, dem Plexiglas und den LEDs selbst, aber insofern, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich schon relativ gut und gerade im ausgeschalteten Zustand sieht es dann auch irgendwie ein bisschen sauberer, ein bisschen professioneller aus, insofern doch schon deutlich angenehmer. Ansonsten auf jeden Fall auch ganz spannend, wie weit die LED-Technik mittlerweile gekommen ist. Wenn ich so daran denke, die ersten LED-Lichterketten, die wir so am Weihnachtsbaum hatten, was waren da dran? 20 Lichter, 40 Lichter, irgendwie so in dem Dreh. Die waren riesengroß und wunderbar, hundertprozentig funktioniert haben sie dann auch irgendwie nicht und dann sind schnell LEDs kaputt gegangen. War nicht ganz so schön. Und jetzt hier kriegt man die Lichterketten mit 80, 100, 200, 400, 800 LEDs ja quasi hinterhergeworfen, rein finanziell betrachtet. Die sind super klein und man kriegt sie eigentlich auch sehr gut um den Baum so mit rumgewickelt. Auch die LED-Streifen sind ja mittlerweile sportbillig und gerade so im Amazon Black Friday Sale, da fragt man sich schon, ob das noch wirklich so alles richtig ist, wenn man dann für einen Zehner letztendlich so einen LED-Streifen mitbekommt und man merkt dann an der Software nachher, war jetzt vielleicht nicht so unbedingt ganz die richtige Entscheidung, man hätte vielleicht dann doch eine höherpreisigere Marke nehmen sollen oder wie auch immer. Die beiden haben zum Beispiel zwischendurch mal vergessen, welche Farbeinstellungen sie gespeichert hatten. Und dann waren die plötzlich grün. Aus heiterem Himmel, unerklärlich. Aber gut, das hat man dann wahrscheinlich davon, wenn man hier und da noch so einen Euro sparen möchte. Aber ich glaube, das ist auch schon so alles, was ich an Verbesserungen mit machen würde. Ja? Einerseits besser werden beim Sägen mit der Stichsäge, sodass dann auch der Kreis ein bisschen schöner, ein bisschen runder wird. Und andererseits andere LED-Leisten nehmen, die dann auch irgendwo eine bessere Software mit haben. Oder vielleicht das Ganze auch sogar selber programmieren über einen Raspberry Pi. Auch sowas hätte man ja durchaus machen können. Ist jetzt hier in dem Falle nur ein bisschen schwierig gewesen, weil dann hätte ich entweder irgendwo noch ein ewig langes Datenkabel mit hochlegen müssen oder hätte zwei Pis haben müssen, einen für oben, einen für unten. Naja, wäre auch alles ein bisschen Overkill geworden. Insofern lebe ich jetzt einfach mal mit der Buggy Software. Ja, das ist mein Weihnachtsbaum für 2020. Ich habe so gedacht, ein komisches Jahr braucht auch irgendwo einen komischen Weihnachtsbaum. Oder einen Lichtblick, je nachdem, wie ihr das irgendwie sehen wollt. Ich hoffe, trotz all der Umstände da draußen habt ihr irgendwie jetzt eine angenehme Vorweihnachtszeit und dann auch ein paar schöne Feiertage. Könnt die Zeit irgendwie ein bisschen genießen, auch wenn es vielleicht meistenteils irgendwo allein ist. Aber ja, wir können uns ja hier online irgendwo alle mit zusammenfinden, austauschen, chatten, wie auch immer. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwie weitere Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr hier unten auf das Video draufklicken, hier oben vielleicht sogar abonnieren, wenn ihr unbedingt wollt. Und ja, denkt dran, the cake is a lie.